Also wir haben ja zwei Themen schon besprochen. Die Themen kann man sich in Ruhe nochmal anschauen, sollte man auch. Ich sage immer, es ist wichtig, dass Content, ob gesprochen oder in Videoform, nicht nur einmal angeschaut wird, weil sonst der Lerneffekt nicht so gut ist. Gutes Beispiel jetzt gerade vor kurzem, 100 Jahre der Zauberberg von Thomas Mann. Das spielt ja in den Schweizer Alpen in Davos. Und da hat einer gesprochen, die Thomas Mann-Familie hat ja das ganze Werk der ETH geschenkt nach dem Tod, weil er hat die letzten Jahre seines Lebens in der Schweiz verbracht. Die haben das alles der ETH überlassen. Die haben dann dort ein Thomas Mann Archiv. Sie haben auch seinen Arbeitstisch, seine Arbeitsbibliothek. Und dort sagt man immer, den Zauberberg muss man mindestens 2- oder dreimal lesen, dass man ihn versteht, weil er ist über 1000 Seiten. Und jedes Mal, wenn du so ein Buch liest, kriegst du neue Facetten. Also man lernt auch in der Repetition, also nicht ein Buch einmal lesen, nicht ein Video einmal schauen, sondern wiederholen, vor allem wenn es vielleicht ein bisschen ein längeres Video oder ein längeres Buch ist, um vielleicht neue Informationen zu entdecken. Es ist doch manchmal auch spannend, neue Dinge zu entdecken, und darum geht es auch in dieser Serie mit Dominik, neue Dinge zu entdecken, sich selber neu zu entdecken, neue Ideen zu bekommen. Das Ziel dieser ganzen Episoden, nicht nur mit dir, Dominik, auch mit anderen Leuten, ist wirklich, die Kolleginnen und Kollegen da draußen etwas aufzuwecken. Seid nicht so träge, seid nicht so langweilig. Das Leben macht Spaß, wenn man sich selber auch ein bisschen verändert. Es macht nicht Spaß, wenn man stehen bleibt, wenn man nur jammert, wenn man nichts verändert, nur negativ eingestellt ist. Und Leute wie Dominik, wenn ich dich auch anschaue, du wirkst positiv, du hast eine positive Ausstrahlung, und diese positive Ausstrahlung ist es wichtig, dass man die nicht nur an die Praxisinhaberinnen und Inhaber überträgt, sondern auch an das Team. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon wieder zum nächsten Punkt, nach der Einleitung, der Selbstfindung, nach der Crash-Analyse der Praxis. Lass uns mal in die nächste Phase deines Coachings eintauchen und was du dann mit deinen Kundinnen und Kunden so machst. Genau, also wir hatten gesagt, als erstes schauen wir uns mal einfach genau die Lage an, so wie sie ist, ne? So, und heute, was ich gerne machen möchte, ist einfach sagen, okay, worum geht es wirklich, das Thema Führung, Praxisführung, Praxismanagement, was hat es einfach, weil das ist der Anfang von allem, ja, die Führungskraft legt fest, wo sie hin will, die legt das Konzept fest, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Und wie geht es weiter? Und ein Punkt, was ich nochmal wirklich vielleicht mal einhämmern möchte, das ist, was ist der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer? Und das ist wirklich was ganz Grundlegendes. Ja? Ein Selbstständiger. Ich dachte immer, ein Unternehmer ist per se selbstständig, oder ist das nicht dasselbe? Nee, ist nicht dasselbe, überhaupt nicht dasselbe. Weil zum Beispiel ist es einfach, ein Selbstständiger ist ein Status, der hat so eine kleine Firma, aber das heißt bei weitem noch nicht, dass er Unternehmer ist, weil der Unternehmer unternimmt, ein Unternehmer nimmt Risiken, und vor allem der Hauptunterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer ist, ein Selbstständiger, pardon, der arbeitet vor sich hin. Das heißt, der kommt jeden Tag zur Arbeit, der weiß, okay, ich habe meine Patienten, die da sind, ja, oder meine Kunden oder meine Mandanten, je nachdem, ob man noch Steuerberater oder Rechtsanwalt ist, sind alles Selbstständige. Und ich arbeite das ab und dann gehe ich nach Hause und dann morgen mache ich dasselbe wieder und dann gehe ich nach Hause dann, und so weiter, ja. Und das heißt, du bist zwar irgendwie, du hast zwar eine kleine Firma, aber du tust einfach nur die Arbeit abarbeiten. Und im Grunde lebst du zum einen in der Gegenwart und zum anderen, wenn du ein bisschen guckst, dann guckst du auf deine Zahlen ab und zu, einmal im Monat oder so, und dann bist du ein bisschen in der Vergangenheit. Was habe ich diesen Monat gemacht? Das ist ein Selbstständiger. Ich mache gern so einen Vergleich, bildhaft. Das ist ein bisschen, wenn du so ein Schiff hast und du befindest dich mehr oder weniger die ganze Zeit im Maschinenraum. Ja, du bist am Schaffen. Das heißt, als Behandler oder als Selbstständiger, du bist im Maschinenraum und arbeitest, arbeitest, arbeitest. Ja. Aber ein Schiff braucht auch jemanden, der oben auf der Brücke steht und der auch entscheidet, wo singen wir hin heute? Ja. Was ist der Zielhafen? Wohin geht's lang? Und der auch Vision hat. Und das ist das Wort. Ein Unternehmer hat eine Vision. Und das heißt, er legt fest, wo man hin will. Und diese Vision, das ist was für die Zukunft. Das heißt, die ist noch nicht realisiert. Und das bedeutet auch,
die beinhaltet auf jeden Fall einige Herausforderungen dabei, einige Hürden, die überwunden werden müssen und auch Risiken einnehmen. Das heißt, ein Unternehmer wird akzeptieren, dass er Risiken eingeht, dass er zum Beispiel Dinge vorfinanziert, dass er erstmal Geld ausgibt, bevor sich das auszahlt. Ja, und das ist der Hauptunterschied, warum so viele Leute Angestellte bleiben und andere Unternehmer werden, ne? Weil die risiken was. Also die sagen, okay, die trauen sich was zu. Ja, Wie und siehst du das, aber in diesem Kontext, aber das müssen wir wahrscheinlich in einer separaten Episode dann erklären, der, die totale Veränderung in der professionellen Landschaft hin von früher 99% Kleinpraxen und Unternehmer oder einfach selbstständige Selbstständige. Werbenden hin zu Ja, einer immer größer werdenden Zahl von Kolleginnen und Kollegen, die in DSOs oder in großen Kliniken angestellt arbeiten und gar nicht wollen, also die gar nicht in diese Selbstständigkeit gehen wollen. Aber das ist sicher ein ganz spannendes Thema, das ja, wir mal in einer anderen Episode ja. Und das diskutieren müssen. ist auch völlig okay. Und oft eine der Hauptfragen, die meine Kunden stellen, wenn sie ankommen bei mir zum ersten Mal beim Coaching, ist, ja, ich möchte herausfinden, ob ich dafür gemacht bin, eigentlich ein Praxisinhaber zu sein, oder ob es lieber doch ein angestellter Zahnarzt werden sollte. Und das verstehe ich auch, weil sind komplett unterschiedliche Jobs. Ja. Und der Punkt ist, weißt du, dass ein Unternehmer im tagtäglichen Bereich, war jetzt theoretisch, was ich gesagt habe, aber lass uns mal konkret machen. Im tagtäglichen Bereich, was macht ein Unternehmer im Vergleich zum Selbstständigen? Der sagt, pass auf, dieses Jahr, wir haben jetzt zum Beispiel Dezember, nächstes Jahr im Jahr 25, will ich 20% mehr Umsatz und Gewinn am Ende des Jahres haben. Das bedeutet 220.000 oder was auch immer oder 400.000 Euro mehr Umsatz machen und davon so und so und so viel mehr Gewinn bleiben. Ja? Und er sagt, das will ich haben. So, jetzt, was brauche ich alles dafür, damit ich das erreiche? Und dann geht er in die Planung. Also, okay, ich muss mehr Marketing machen. Ich brauche mehr Personal. Ich muss das und das anrichten. Wir müssen diese Fortbildung machen. Ich will investieren in die Sache. Ich habe ein paar Dinge, die alt geworden sind, die muss ich tauschen. Und so weiter. Das heißt, er plant und dann übernimmt er voll die Verantwortung, dass das Ziel, was er hingesetzt hat, nicht nur so ein Spielchen war oder ein Traum, sondern dass es auch erfüllt wird, dass es umgesetzt wird. Das ist ein Unternehmer. Das ist was ganz anderes, als einfach täglich zur Arbeit zu fahren und das Ding abzuarbeiten und zu hoffen, dass es gut war. Ja? Das heißt, du kreierst die Zukunft und dann übernimmst du die volle Verantwortung dafür, dass diese Zukunft auch tatsächlich Tatsache wird. Gut, Ja? aber du triffst ja oft quasi dann laufende Praxen an, die mehr oder weniger lang schon im Betrieb Ja. sind. Das Und meiste, was ich habe, was sind Selbstständigen als Kunde. Erstmal. Wenn sie zu mir kommen zum ersten Mal. und dann, also was ist jetzt der erste Schritt, wenn du realisierst, oder so wie ich das jetzt interpretiere, realisierst du dann oft, ups, der hat ja quasi so ein kleines, wie haben wir vorher letztes Mal diskutiert, ein KMU, ein klein- oder mittelgroßes Unternehmen, verhält sich aber eigentlich überhaupt nicht wie ein Unternehmer. Ja. Also Ja, das ist die Grundlage. Also das kläre ich sogar noch, bevor wir in die Analyse gehen, weil das ist Mindset. Und eine Person muss verstanden haben, dass, weißt du, wenn du Selbstständiger bist oder wenn du auch Angestellter bist, dann dein Job ist einfach, du bist Zahnarzt und du musst sicherstellen, dass deine Behandlung gut läuft. Und die Patienten, die von dir gut behandelt werden, dass sie einfach happy sind und alles läuft gut. Das ist dein Job. Wenn du Unternehmer bist, auf einmal ist dein Job viel breiter, weil du mit Problemen zu kämpfen hast, die du gar nicht selbst kreiert hast oder die du nicht mal unter Kontrolle hast. Also wenn du Behandler bist, dann hast du die Kontrolle über deine Behandlung. Deine Assistenz, deine Verbrauchsmaterialien, deine Geräte, alles Mögliche, ja, und dein Patient. So. Aber wenn du Unternehmer bist, dann auf einmal musst du dich mit Dingen rumschlagen wie Pandemie, Krieg, Inflation, Budgetierung, einfach Dinge, wo du null Einfluss drauf hast. Ja, nur das Problem ist, wenn du dich nicht damit beschäftigst und wenn du dafür keine Lösung findest, dann hast du echt irgendwann mal ein Problem. Das heißt, du musst akzeptieren und erkennen, dass dein Spektrum hat sich unglaublich erweitert mit Dingen, die du selbst nicht ausgewählt hast.
aber die musst du trotzdem zu deinen Problemen machen, weil du musst dafür auch Lösungen finden. Und das klingt manchmal sehr unfair. Und die Leute sagen, hey, weißt du was, ich wollte eigentlich nur Patienten behandeln, deshalb bin ich ja Zahnarzt geworden. Ja? Und ich sage, ja, aber jetzt hast du halt eine Zahnarztpraxis und dadurch bist du de facto ein Unternehmer, ein Investor. Und dann jetzt solltest du langsam realisieren, dass es mehr ist als nur Behandler. Und jetzt, das ist einfach, wie breit das Ding geht. Und du solltest lieber jetzt schon Verantwortung dafür übernehmen und dich damit anfreuen, dass es so ist und nicht anders, sonst wirst du ein Problem haben. Weil du wirst dich nur noch beschweren. Ja, man sieht in Dental-Gruppen auf Facebook zum Beispiel, Dental Familie, so, es gibt manche, die beschweren sich nur und sagen, ja, also wenn ich jetzt noch mal sterben würde, ich würde nie wieder denselben Job machen und so weiter. Das sind einfach Leute, die haben nicht erfasst, wie breit die Verantwortung fällt als Unternehmer. Die Gut, wollten aber einfach in behaupten. diesem Kontext ist noch eine spannende Geschichte. Die Unzufriedenheit in einem Beruf. Mhm. Da gibt es ja Studien dazu. Und die ist oft korreliert auch so nach dem Motto, natürlich der niedrigere Beruf, und wenn dann noch in einem niedrigen Beruf dann eine Person ist, die überqualifiziert ist, ist sie natürlich eher unzufrieden. Das steigt dann bei den CEOs von großen Firmen ist die Unzufriedenheit relativ klein. Also, aber auch da besteht sie. Also es gibt keinen Beruf, in dem man 100% zufrieden ist. Also mal vielleicht Maximum 99%. Das ist dasselbe. Es gibt auch keinen Zahnarzt oder keinen Arzt, der 100% Erfolg hat. Das ist ja auch eine Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen muss. Man muss Ja. auch mit Misserfolgen leben und so weiter. Aber diese Unzufriedenheit in der Zahnmedizin und da in diesem Kontext steht ja, wenn du Geld investiert hast in eine Praxis, bist du dann bereit, wenn du realisierst, dass das überhaupt nicht dein Beruf ist, bist du bereit, diesen Beruf zu wechseln? Bist du bereit dann zu sagen, okay, jetzt mache ich eine Schreinerlehre, weil meine Passion ist, Möbel zu gestalten, Möbel zu produzieren. Die meisten machen das nicht, weil sie sehen, dass sie trotzdem, auch wenn es ihnen keinen Spaß macht, immer noch mehr verdienen können, weil alles ja irgendwie so ein bisschen läuft. Nicht wahnsinnig viel, aber mehr als wenn sie jetzt den Schreinerberuf also quasi beginnen würden, bei dem ich weiß nicht, wie die Löhne in Deutschland sind, aber vielleicht dann 2000 oder 3000 Euro im Monat verdienen können, wenn sie nicht sich selbstständig machen und Möbel designen etc. Also ist das auch ein Thema im Coaching, dass hast du schon mal jemandem gesagt, wissen Sie was, es wäre besser, wenn Sie Ihre Praxis zumachen? Sag mal so, ich sorge dafür, dass er es selbst erkennt. Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung ist das Höchste. Ja, ist sogar wichtiger als Verantwortung. Aber der Punkt ist, ja, es kann wirklich, es ist mir passiert. Einmal habe ich das wirklich gesagt und gesagt, lass uns mal doch dran arbeiten. Du könntest doch viel glücklicher sein, indem du einfach einen erfolgreichen angestellten Zahnarzt, du könntest auch richtig gut verdienen, wenn du bei der richtigen Praxis bist, mit einem guten Konzept. Hast du gute Patienten, gute Preise, machst gute Behandlungen, bist happy, du bist einfach. Es gibt Leute, es gibt so Tests wie zum Beispiel so das Myers-Briggs-Test oder viele anderen auch und die sagen dir, was bist du für ein Persönlichkeitstyp, wie schaffst du gut und so weiter, ja. Und es gibt Leute, zum Beispiel, die sind Umsetzer. Zum Beispiel ein Pilot, so ein Flugzeugpilot, ist ein perfekter Umsetzer. Der setzt sich in seine Maschine und der ist richtig beschäftigt. Ne? Wenn er von Frankfurt nach New York fliegt, der ist 6 Stunden lang oder 8 Stunden lang komplett beschäftigt mit immer gucken, okay, sind wir auf der richtigen Höhe? Kommt ein Flugzeug von rechts oder von oben, von unten, von links? Oder sind wir auf Kurs? Was ist mit unserem Treibstoff? Was ist mit den. Also, er ist ständig und dann kommt er an und dann hat er seine Routine gemacht und dann ist es vorbei. Aber das ist okay. Wir brauchen auch Umsätze. Ohne Umsätze geschieht nichts in dieser Welt. Ja? Und nicht jeder ist dafür gemacht, ein Visionär zu sein, ein Unternehmer zu sein, der Ziele für die Zukunft setzt und sagt, ja, jetzt werde ich die Welt verändern. Nee, nicht jeder. Und dann, du musst ja, dich um ein Team kümmern, dass das manchmal, ganz ehrlich, ist es schwer genug, sich selbst zu managen. Ja, viele Leute haben da ein großes Problem damit, sich selbst zu managen. Und dann, wenn du dich selbst nicht mal im Griff hast, noch anderen dazu im Griff zu haben, ist auch nicht so ganz einfach, ja. Wobei ich will nicht sagen, dass Angestellte sein, dass sie es nicht im Griff haben, überhaupt nicht. Aber es ist einfach, es ist nicht jedermanns Ding. Nicht jeder muss ein Unternehmer sein. Ja, und das ist völlig okay. Es gibt Profile, die perfekt dafür sind, andere nicht. Und wir brauchen alles.
Ja, wir brauchen Steuerberater, wir brauchen Marketingleute, wir brauchen Verkäufer, wir brauchen Ärzte. Ja. Aber was ist die Idee zum Beispiel? Du kannst ja sagen, wenn du eine Struktur siehst, ich bin jetzt Praxisinhaber und du Ja. merkst, ja, aber der Devigus, der ist kein Unternehmer. Der ist zwar mit seinen Patienten sehr nett, der macht anständige Zahnmedizin. Hast du dir auch schon mal überlegt zu sagen, weißt du was, Alessandro, bist du bereit, dass wir eine Praxismanagerin Ja, ja. etablieren, also dass wir die Strukturen ein bisschen auf den Kopf stellen, also dass zum Das ist Beispiel ein sowieso, ja, 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 ja. ein Inhaber einer Praxis bereit ist zu sagen, schau mal, das siehst du ja oft, wenn Betriebe von einer Generation an die nächste übergeben werden, würde man manchmal sagen, es wäre besser, wenn der einen Geschäftsführer einstellen würde, der den Laden schmeißt Mhm. und er kann sich ja dann auf seine Stärken besinnen und anstatt zu versuchen, alles dann selber zu machen, wie stehst du zu solchen Konzepten oder Ideen? Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich meine, man muss nur größere Strukturen anschauen, um zu sehen, wie sind sie strukturiert. Und wenn du ein Krankenhaus anschaust, du hast einfach eine kaufmännische Geschäftsleitung und du hast eine medizinische Geschäftsleitung. Und das ist genau dasselbe und auch für Praxen. Das ist einfach das, was funktioniert. Das heißt, du musst nicht von einem Arzt unbedingt erwarten, dass er ein Top-Unternehmer ist, sondern er kann auch einfach ein Top-Arzt sein. Das ist völlig okay. Aber dann, wenn du, weißt du, es gibt gewisse Funktionen, die müssen übernommen werden. Und es ist allerdings gut, wenn du merkst, okay, eigentlich, ich müsste sie übernehmen, aber ich kann das nicht, ist nicht mein Ding, liegt mir nicht oder ich habe keinen Spaß dran. Okay, aber dann finde ich jemanden, der das für mich macht. Dann ist es auch völlig okay wiederum. Also ich, als ich Praxismanager war, ich war viel mehr als das, ich war im Grunde der kaufmännische Geschäftsführer von der Praxis und dann der Inhaber war der zahnmedizinische Leiter von der Praxis. Ja? Und so hat es wunderbar funktioniert. Und so ist die Praxis gewachsen, gewachsen, gewachsen ohne Ende. So, man muss einfach die Dinge unterscheiden und trennen. Man muss wissen, was kann ich nicht, was will ich nicht. Aber es gibt gewisse Funktionen und Aufgaben, die müssen wahrgenommen werden. Und manchmal, wenn sie nicht wahrgenommen werden, dann obliegt es dem Patienten. Das ist der Moment, wo er sauer wird, weil es war nicht Teil des Vertrags. Zum Beispiel bei Microsoft, jetzt ist es nicht mehr so schlimm wie früher, aber vor 20 Jahren, wenn du Windows gekauft hast, dann wusstest du, du musst selbst einen Support machen, weil jede 20 Minuten hattest du einen blauen Screen. So, aber es war nicht Teil des Deals. Also du dachtest, du kaufst ein Produkt, was funktioniert. Du wusstest nicht, dass du dich selbst zum Support-Mitarbeiter entwickeln musst. Ja, und das hat Leute sehr verärgert, ja, weil die Funktion nicht übernommen wurde, ordentlich von Microsoft. Ja, und das ist der Punkt. Also, und jetzt, es gibt auch andere Hersteller, die ich nicht benennen werde, zum Beispiel mit Geräten, die Prophylaxe machen, wo sie ein Riesenproblem auch mit Support haben und die tun sich damit keinen Gefallen. Weil viele Leute sind sehr verärgert, weil sie sehen nicht ein, dass sie selbst das Ding reparieren müssen. Genau. Aber ich weiß, die sind auf dem Weg der Besserung. Ich habe mit ihnen vor kurzem auf einer Messe gesprochen. Sehr gut Die so. arbeiten intensivst daran, das ist bekannt. Die nehmen es ernst. Aber das ist so, und das heißt, wenn du als Zahnarzt, du bist Inhaber, das heißt, so, ob du es willst oder nicht, jetzt bist du Unternehmer. Ja? Aber du sagst, ja, Unternehmer sein ist eigentlich nicht mein Ding. Okay, dann fein, dann holt er doch einen Praxismanager, aber gib ihm auch wirklich Power. Gib ihm Power zu entscheiden. Ja, weil das ist der Punkt. Wenn du einen Postmanager hast, aber er oder sie hat doch keinen Power und keine Entscheidungsgewalt, dann kann er oder sie auch nichts machen. Ja, da muss man sagen, okay, das ist mein Bereich ist das Zahnmedizinische, dein Bereich ist das Kaufmännische. Jetzt lass uns mal gucken, dass es gut läuft. Du guckst dir die Statistiken an und solange die Statistiken nach oben gehen und du machst immer mehr Umsatz und du gewinnst, du hast immer mehr Profit und die Patienten sind immer glücklicher und immer zahlreicher, dann weißt du, ist alles okay. Offensichtlich macht er seinen Job gut, dann lässt du ihn in Ruhe und versuchst nicht da rein zu fuschen, weil egal was du sagst, will es falsch sein, wenn du nicht das richtige Mindset und Talent dafür hast. Also ein Zahnarzt ist Zahnarzt, der ist kein Copywriter, jemand, der die E-Mails oder die Werbung schreibt. Der ist auch kein Rechtsanwalt. Der ist auch kein, am Anfang ursprünglich zumindest Verkäufer, auch wenn es doch lernen muss. Ne? Aber man muss einfach mal wissen, okay, lass mal die Kirche im Dorf. Was kann ich nicht? Und was es nicht kann, ist es besser, ich gebe es ab. Trotzdem kontrolliere ich von oben, dass die Ergebnisse stimmen, aber ich gebe es ab. Gut, ich habe von Anfang an bei meiner Praxis die Finanzen gleich an meine Frau abgegeben, weil ich Das keine ist Ahnung, eine super Sache. weil ich sowieso von Zahlen keine Ahnung habe und ich war in meiner ganzen Praxistätigkeit, habe ich nie am Ende des Tages den Umsatz zusammengezählt, weil meine
mein Gefühl sagt mir doch, ob ein Tag gut gelaufen ist oder ein Tag schlecht gelaufen ist. Klar muss man, habe ich zum Glück meine Frau, die mir dann ab und zu sagt, wenn ich was Neues kaufen will, sagt sie, du, im Moment geht's nicht. Du musst dann zuerst ein bisschen wieder mehr arbeiten. Also die Kontrolle im Hintergrund, die finde ich gut. Man muss das auch akzeptieren, weil meine Meinung ist, du kannst nicht als Zahnärztin oder Zahnarzt alles, Ja, also okay, wenn dir die Praxis gehört, musst du gewisse Dinge am Schluss entscheiden, ja, aber natürlich in Abhängigkeit von einer Empfehlung, die genau. dir deine Mitarbeiterinnen oder deine Frau oder wer auch immer sich da beteiligt an dem Unternehmen, an dem Betrieb, dir als Ratschlag mit Ja. auf den Weg gibt. Ja, weißt du, du hast verschiedene Aufgaben, je nachdem, welchen Hut du trägst. Ja. Und in, als Praxisinhaber, du musst einfach deine Kennzahlen drauf haben. Kenne deine Zahlen. Ja. K, D, Z. Und du musst nicht die ganze Zeit an mir rumlaufen, aber eigentlich mindestens am Ende des Tages müsstest du wissen, okay, was haben wir heute für einen Umsatz gemacht? Ja? Wenn du gut organisiert bist und hast es richtig in der EDV, dann müsstest du auch wissen, was haben wir für einen Honorarstundensatz heute gemacht? Ja, so, das sind so absolute Schlüsselzahlen. Ja. Und die sollst du wirklich täglich wissen. Und dann auch noch wöchentlich checken und dann monatlich und dann immer checken, vergleichen. Ein Tag mit anderen Tagen, eine Woche mit anderen Wochen, ein Monat mit anderen Monaten und so weiter. Immer das Monat davor und dasselbe Monat ein Jahr zuvor. Ja. So, und das gibt dir ein Gefühl, also Statistiken sind an sich uninteressant. Was interessant ist bei Statistiken oder bei Zahlen, ist die Entwicklung. Das heißt, geht es nach oben oder geht es nach unten? Das ist jetzt die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, weißt du? Und das lernt auch keiner sogar in der BWL. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder es geht nach oben oder es geht nach unten. Und gleich bleiben ist eigentlich auch nach unten gehen, weil nichts bleibt gleich in dieser Welt. Wir wissen das als Zahnarzt, wenn du nichts tust oder nicht genug tust für deine Zähne, dann wird es schlechter. So, das heißt, und wenn du da schon damit arbeiten würdest, dass du guckst, geht es nach oben, geht es nach unten. Wenn es nach oben geht, was machst du? Nichts ändern. Die meisten machen es falsch. Geht nach oben, das Erste, was man tut, ist alles ändern. Never change a running system. So. Wenn es nach unten geht, was tut man? Herausfinden, was nicht läuft und ändern. Und was tun die meisten? Nichts ändern und warten. Das wird schon irgendwann. Nur, es wird nichts. So, und was ich zum Beispiel meinen Kunden beibringe, ist zu sagen, pass auf, wartet doch nicht 6 Monate in der Hoffnung, dass sich was tun wird, sondern finde heraus, was ist passiert, woran liegt es, dass es jetzt nach unten geht, dass du weniger Patienten hast als früher und mach jetzt was. Dann hast du nicht eine Katastrophe in 6 Monaten. Das heißt, je schneller du reagierst, ist es wie beim Autofahren. Also, du kannst, wenn du merkst, ach, 300 Meter vorne fängst an zu bremsen, dann kannst du auch mal selbst ein bisschen mal den Fuß hoch vom Gas legen. Ganz langsam, ganz sanft. Aber dass du jetzt schon reagierst und nicht 50 Minuten vorher auf einmal eine Vollbremsung machen musst, weil sind alle gestoppt. Ja? Und darum geht es einfach, dass du schneller reagierst mit kleinen Reaktionen, so dass du sicherstellst, dass der Kurs immer weiter nach oben geht. Und es gibt kleine Schwankungen, aber es ist nicht schlimm, weil die handhaben wir sofort. Das ist einfach schönes Führen. Ja? Okay, was wäre jetzt das nächste? Also jetzt haben wir da Das diese, heißt, also es gibt 3 Bereiche in der Praxisführung. Bereich Nummer 1 ist das, wovon wir das letzte Mal gesprochen haben. Ja, das ist im Grunde Ziele setzen, Konzept setzen, Richtlinien setzen. Die Richtlinien sind so wichtig, die Policies in Englisch. Ja. Das ist A und O. So, und dann sagen, okay, so machen wir die Arbeit bei uns. Und mit dieser Einstellung machen wir, mit dieser Mentalität, das ist auch eine gute Übersetzung für Mindset, machen wir diese Arbeit. Ja. Und dann geht es darum, okay, ich habe die Vision festgelegt, ich habe die Ziele festgelegt, jetzt muss ich mal planen, weil eine Ziele setzen ohne einen Plan, also if you fail to plan, you plan to fail. Ja, wenn du es versagst zu planen, dann planst du zu versagen. Und das ist wirklich ein Ding. Du musst auch nicht immer deine Planung 100% zur Wirklichkeit bringen, aber die Chancen, dass du, sagen wir, 80% deines Plans umsetzt, sind viel höher, wenn du einen Plan hast, als wenn du keins hast. Wenn du, ja, daher planen, das bedeutet, okay, was will ich erreichen nächstes Jahr? Was brauche ich alles dafür? Wie ist der Stand jetzt? Ja, wir haben ist, soll und dann, okay.
wie gehe ich von da nach da? Das ist die Planung. So. Und dann umsetzen. Und je schneller früher du planst, desto oh, ich werde eigentlich noch 2 weitere Azubis brauchen und ach, dann habe ich noch eine Kraft, die macht die Prophylaxe, es könnte sein, dass ich schwanger wird, vielleicht sollte ich mal langsam meine Antenne rauswerfen. Und dann ach ja, nächstes Jahr geht sie die Rente. Was ist mit ihr? Wie soll ich sie ersetzen? Was kann man da machen? Die ist so eine Schlüsselfigur für meine Praxis. Du musst planen. Du darfst nicht warten bis 3 Monate, bevor sie geht. Weißt du? So, und das sehe ich halt viel zu oft, das kann nicht Also geplant. dann gibt's verschiedene Komponenten der Planung. Du hast ein Thema angesprochen, Personalplanung. Ja, Was, Personalplanung, Finanzplanung, Marketingplanung, Verkaufsplanung, also in jedem ja, Bereich. okay. Ja, ja. Ja, aber dass wir jetzt in diesem Ablauf, in dem wir uns jetzt befinden, also wie wir jetzt diese Punkte durchgehen. Also jetzt, was wär jetzt das nächste? Also du hast gesagt, Planung ist ein wichtiges Thema. Ja, Und ja. wo ist da die Sequenz? Also welches ist die wichtigste Planung und welche Planungen sind Also ich weniger? würde Also, sagen, erstmal, man müsste sich mindestens, das ist das mindestens, ja, das ist so ein kleiner Starter-Kit. Einmal im Jahr sollte man sich mal 2 Tage Zeit nehmen und gucken, okay, was habe ich letztes Jahr erreicht? Wo stehe ich? Was sind die Ziele für nächstes Jahr? Und am besten machst du das also mit einer Frau oder mit deinem besten Kumpel oder mit den anderen Führungskräften deines Teams und sagt, okay, was wollen wir jetzt erreichen? Ja? Was lief gut? Was wollen wir verstärken? Was wollen wir besser machen? Was wollen wir anders machen? Was kommt dazu? Was sind unsere Visionen, unsere Entwicklung? Wohin sehen wir das? Was sind die Trends im Markt? Also es gehört schon einiges an Rumblick auch noch, ja. Zum Beispiel, wenn du merkst, diese Flow Veneers, ich habe den falschen Namen da, aber so, wenn du Veneers mit Flows machst oder so, das ist so eine Sache, das ist im Moment ein Trend. So, dann muss man sich fragen, wie ja, ich weiß, ja, ja, also aus Kunststoff, da Injection-Technik, ja, Genau, ja. los, ja. Will ich das auch anbieten oder nicht? Wäre es vielleicht sinnvoll, dass ich mich da ausbilde, ja? Oder gut, in den letzten Jahren hatten wir das Thema alleine immer mehr. Eines Tages gesagt, ich biete mal zumindest, ich bin zwar kein Fohler, aber für einfache Sachen, einfache Fälle, wo man nicht so hardcore reingehen muss, will ich mal alleine anbieten. Oder manchmal auch in der Lage sein, dass ich nicht nur bohre und schleife, sondern man kann einfach ein paar Zähne ein bisschen drehen und dann ist es total minimalinvasiv. Ich muss nichts dran machen. Das ist auch schöner. Das gesamte Behandlungskonzept ist runder. Ja. So, und dann gab es das Thema natürlich Scanner. Ich meine, das ist klar, irgendwann gibt es keine Praxis ohne Scanner mehr. Das ist nur noch die Frage von, wann willst du das Ding endlich kaufen? Und, ne, Aber äh, das ist spannend, gerade in diesem Kontext, weil du weißt ja, dass ich da seit ich meine Praxis habe, mit CEREC arbeite ja, und genau. staune, dass ich jetzt nach 40 Jahren, nächstes Jahr ist dann 40 Jahre CEREC, dass wir doch noch nicht, dass wir jetzt knapp in der Hälfte sind bei den Zahnärzten, dass die, also jetzt nicht nur CEREC, sondern Scanner brauchen. Und das ist schon interessant, dass Ja. sich viele schwer tun, in Innovation zu investieren. Also Ja. wie spürst du das? Also weil das ist gerade so ein Ja, spannendes Thema. Also ich weil, kann weil wir haben darüber gesprochen, eben einen Plan, neue Konzepte, neue Ideen. Ich Ähm, kann schon verstehen, ja. Aber du hast im Grunde 3 Hürden oder 4 Hürden bei Innovation. Ja? Hürde Nummer eins ist die Investition. Das ist einfach Geld. Ja, das ist einfach Geld, viel Geld und das ist wieder ein Risiko. Und dann kommen wir wieder, bist du Unternehmer oder bist du Selbstständiger? Ja, und Selbstständiger mögen kein Risiko, Unternehmer gerne. Ja, so und vor allem dann ist es verbunden mit der Fähigkeit tatsächlich, wirst du mit dieser Investition Geld machen können oder nicht? So, wenn du kein Konzept hast, wie du diese Dienstleistung verkaufst, wenn du überhaupt sie abrechnest erstmal, ja, was kannst du dafür verlangen? Und dann, wie verkaufst du das so, dass die Patienten sie haben wollen? Und dann, wie kannst du sicherstellen, dass das ein Plus bringt in die Praxis und nicht nur einfach nur mehr Arbeit? Also das heißt, du hast das Thema Verkauf, und dann Marketing. Wenn du zum Beispiel noch nie ein CEREC hattest oder noch nie eine Intraoralkamera hattest, dann sollst du mal planen, dass du was machst drauf. Du musst es promoten. Du musst auf deine Webseite eine Seite haben, die sagt, pass auf, jetzt sind wir voll digital equipped und wir machen Abdrücke mit Scanner und nicht mehr mit Masse. Das heißt, es gibt keinen Würgereiz mehr. Das ist super patientenfreundlich. Kommt zu uns. Es muss promotet werden. Ja?
Das heißt, da gibt es auch ein bisschen Arbeit damit, ein bisschen Geld, was da fließen muss, damit jemand das macht. So, und dann muss die Mitarbeiter und also du musst dich ausbilden dabei. Und das ist auch ein stiefmütterliches Kind. Ich stelle einfach fest, dass viele Zahnärzte kaufen Geräte, aber die haben überhaupt nicht wahrgenommen, was es für Verantwortung mit sich bringt, das Gerät da zu haben. Oft ist es so, das Gerät ist sogar in der Praxis nicht mal ausgepackt, ist schon seit Monaten, ob das ein Mikroskop ist oder was auch immer. Ja, und das Ding ist da, die zahlen schon die Raten dafür, aber die haben sich keinen Gedanken gemacht, wie bring ich das bis zum Moment, wo es anfängt zu leben in der Praxis. Das heißt, es muss eingerichtet werden, das Personal muss trainiert werden, ich muss trainiert werden, ich muss mich dabei wohlfühlen, weil wenn ich mich wohlfühle, werde ich es sicherlich nicht an die Patienten anbieten. Ja. Es ist nicht, dass du doof bist, aber du hast einfach nicht wahrgenommen, dass da mehr gebraucht wird als nur kaufen. Ja. Und natürlich, wenn du es nicht gelernt hast, das richtig umzugehen und wenn du nicht genug lang geübt hast, dass du dich jetzt endlich mal wieder fit fühlst, dann bietest du es ungern an. Dann ist es ein totes Ding, was nur Geld kostet. Ja, und das dürfte eigentlich nicht sein. Und das sage ich auch zum Beispiel bei Praxisgründern sehr oft. Ich sage, es gibt zwei stiefmütterliche Kinder bei einer Praxisgründung in einem Darlehen. Das ist zum einen, es wird zu wenig Geld geplant für Marketing und zum anderen, es wird zu wenig Geld geplant für Fortbildung und Ausbildung und Aufbau, Weiterbildung von sich selbst als Zahnarzt und Praxisinhaber und auch von Mitarbeitern. Ja, man kauft nur Maschinen, Geräte, Einheiten, was weiß ich, OPGs, alles Mögliche. Jede Menge Geräte kaufen, dafür gibt man Geld aus, aber um sie zu bedienen und richtig zu bedienen, dass man auch richtig Geld damit macht, da haben wir nichts geplant. Wieder Planungsproblem. Ja, das ist ein spannendes Thema, weil da hat sich ja die Fortbildungslandschaft verändert. Das haben wir Ja. schon mal diskutiert, dass man früher von der Industrie fast gezwungen wurde, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, bevor man das Produkt überhaupt bekommen hat. Und Mhm. heute sagt man, ja, weißt du, es ist ganz einfach. Implantat, das kannst du in 2 Stunden lernen und CEREC, weißt du, die Software ist jetzt selbst erklären und das funktioniert auch so. Also es wird alles von der Industrie, die wollen sie uns ja verkaufen. Und ich spüre nicht so eine extreme Engagement, Ja, auch zu sagen, ich möchte, wenn du jetzt ein Mikroskop kaufst, dann möchte ich, dass du das perfekt beherrschst. ja. Vielleicht sagen sie das schon, aber ich spüre nicht, dass dann jemand nach Also, 2 Monaten dich anruft und sagst, hey Dominik, wie sieht's aus? Läuft das Mikroskop? Und dann kommst du und sagst, oh, was Mikroskop? Oh, oh ja, oh, das steht immer noch im Keller unten. Also, genau. Und wie oft sehe ich das? Gerade Mikroskop, das ist wirklich das Gerät schlechthin. Also 50.000 Euro ausgegeben, eine schöne Finanzierung dafür und das Ding steht da, wird nie benutzt. Warum? Weil man hat nie wirklich die notwendige Anstrengung gemacht, um das richtig zu lernen und zu üben. Ja? Obwohl es eigentlich eine geile Sache ist. Das ist doch viel mehr als nur Endos kannst du machen damit. Oder du kannst es sogar, es gibt Praxen, die nutzen das in der Prophylaxe einfach um den Patienten zu zeigen, wie viel Belag sie haben. Das ist das beste Verkaufsinstrument der Welt. Ja. Also man kann so viel mehr machen als nur Endos mit einem Mikroskop und auch oder Chirurgie oder was auch immer. Ja. Aber es muss man gelernt haben, muss man gemerkt haben, ach so, das könnte ich auch machen damit und das und das und das. Geniales Gerät, aber oft steht wie Blei da. Ja, und dann seine eigene das nennt man dann totes Kapital. totes Kapital total. Und dann sagen sie mir, ja, ich habe keine Lust auf Endos, am liebsten mache ich gar keine. Ja. Also oft ist es so, man hat Angst, was falsch zu machen, weil man hat Angst, den Patienten zu verletzen oder man will ja nicht Geld verlangen für eine Dienstleistung, wo man sich nicht fit fühlt, was ich auch verstehe, mir geht es genauso. Ja. Aber dann merkt man, okay, der Punkt wäre, die Schlussfolgerung wäre, pass auf, ich fühle mich fit dabei, nicht fit dabei. Gut, dann wo kann ich mir dieses Wissen und dieses Know-how, das ist das Wichtigste, nicht theoretisches Wissen, sondern Know-how, daran hapert es. Wie kann ich mir das holen? Kann ich vielleicht hospizieren irgendwo? Oder kann ich eine bestimmte zusätzliche Schulung, wo man richtig praktisch was tut, buchen und so weiter, ja? Und Ja. dann gibt es auch die Misserfolge, die beeinflussen einen sehr stark. Zum Beispiel hast du einmal ein Problem gehabt mit einem Patienten, dann hast du keine Lust mehr, das Ding anzubieten. Das sehe ich bei Implantieren zum Beispiel.
sind nur Zahnärzte, die anfangen zu implantieren und irgendwann da, oh, merkst du, oh Scheiße, das ist eine Situation, mit der habe ich nicht gerechnet und das Implantat ist rausgegangen und dann, konnte ich nicht lösen. Und dann, das war's dann. Auf einmal bieten sie es nicht mehr an. Es passiert mir immer wieder. Und sag mal, was ist mit Implantaten? Ja, nee, mache ich. Hab keine Fälle mehr. Oh, interessant. Hast du schon mal ein Problem gehabt beim Implantieren? Ah ja, Mann, das letzte Mal da habe ich echt, das war schief gelaufen und so, hat keinen Spaß gemacht. Okay, kann es sein, dass du dann entschieden hast, du willst nicht mehr implantieren? Und dann großes Gähnen. Oh ja, hast recht. Und dann, okay, was könntest du tun, um da wieder reinzukommen? Ja, eigentlich, ich habe einen Freund, der ist super fit, den könnte ich mal anrufen und fragen, wie ich das lösen kann. Ja, gut, dann mach das. So, und dann macht er das und auf einmal, am nächsten Tag ruft er mich an, du, ich habe 2 neue Patienten mit jeweils 2 Implantaten. Das ist systematisch. Weil das Mindset, das, was in deinem Kopf ist, das bestimmt, was in deinem Leben geschieht. Ja, wenn du Ja, auf das einmal ist das haben kannst, dann kommen die Fälle auf dich zu. absolut. Aber das ist jetzt ein guter Abschluss für die Episode von heute, so nach dem Motto, weil es schließt sich so der Kreis. Am Schluss findet vieles im Kopf statt. Es geht darum, die Bereitschaft, sich selber zu verändern. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man nicht oft genug wiederholen kann. Sei bereit, dich zu verändern. Dein Leben wird sich verändern. Du wirst mehr Spaß haben. Oder du veränderst dich und merkst, ups, das geht jetzt ein bisschen in die falsche Richtung, aber dann veränderst du dich wieder ein bisschen. Aber das macht doch das Leben und unser Berufsleben und unser privates Leben auch etwas spannend, anstatt nur immer in dem Alltagstrott zu verharren. So, vielleicht ein kurzer Ausblick, Dominik. Was werden dann die nächsten Also, Themen sein, als die nächstes, wichtig sind? also jetzt heute hatten wir ein bisschen das Thema Planung, ja, und das nächste ist das Thema Management. Wie managst du denn? Was heißt managen? Managen heißt sicherstellen, dass die Pläne, die du festgelegt hast, dass sie umgesetzt werden. Und wie machst Perfekt. du? Ja, da freue ich mich schon auf Management. Eines meiner Steckenpferde ist Zeitmanagement. Da fragen mich immer die Leute, wie machst du das alles, dass da das alles funktioniert? Aber Ah, da ja. kann ich dir dann, da kann ich dir dann vielleicht ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, wie bei mir Wir können uns sehr Zeitmanagement gern drüber funktioniert. unterhalten. Da habe ich Weil auch was. das ist ein Punkt, den ich sehr oft von ganz vielen höre. Also Zeitmanagement ist ein Riesenthema. Oh Die ja. Zeit nicht im Griff zu haben, ist ein großes Problem von ganz vielen, nicht nur Zahnärztinnen und Zahnärzten, sondern von ganz vielen Menschen da draußen. Also da freue ich mich auch schon drauf. Also herzlichen Dank, Dominik, für das heutige Gespräch und bleib dran, weil die Serie, die ist wirklich spannend und die darf man nicht nur einmal anschauen, das muss man mehr als einmal anschauen, um daraus zu lernen. Und wenn man Probleme hat, Dominik, ich glaube, man weiß ja, siriuscoaching.de, also den Dominik, den findet man schon, wenn man dann seinen Ratschlag auch mal haben möchte. Also Man findet mich auf LinkedIn, auf Facebook, ein bisschen auf Instagram, da bin ich kein großer Star auf Insta, aber Facebook schon. man findet Dominik auf jeden Fall. Also bleibt gesund, bleibt motiviert und ich freue mich schon auf euch bei der nächsten Episode mit Dominik. Danke, Alessandro, hat wieder super Spaß gemacht. Mach's gut.